freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen zum Künstlergespräch mit Thomas Schütte. Ich freue mich sehr, Thomas Schütte zu begrüßen. Herzlich willkommen im Georg-Kolbe-Museum. Als ich 2013 hier das Direktorenamt übernommen habe, wurde ich gefragt von einer Redakteurin des Tagesspiegels, was so meine Vorstellungen sind, was mein größter Traum wäre fürs Georg-Kolbe-Museum, welche Ausstellung ich unbedingt realisieren will. Und ich habe unumwunden und ohne zu zögern geantwortet, eine Ausstellung mit Thomas Schütte. Kaum sind 8 Jahre vergangen, sitzt Thomas Schütte hier, seine Werke füllen das Atelier. Es war eine unglaubliche Woche des Aufbaus, des Werdens, des Wachsens dieser Ausstellung. Ich bin ganz und gar glücklich. Ich glaube, man hat mich seit langem nicht mehr so erlebt wie in der letzten Woche. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf das Gespräch. Als wir die Werke aufgebaut haben, und Sie können sich vorstellen, wenn diese Krieger hier eingeflogen kommen aus Neuss und aus Düsseldorf, wenn der Vater Staat, der Sie vor dem Museum begrüßt hat, das war ein Kraftakt. Das war auch ein logistisch hoher Aufwand. Aber kaum stand der Vater Staat hier vor dem Museum, dachte ich, das passt. Und ich glaube, Thomas Schütte ging es ähnlich. Und ich würde mich freuen, noch ein bisschen mehr darüber zu hören, über Ihre Vorstellung von Skulptur und Raum und wie sich das für Sie hier im Museum ergeben hat. Ich kann niemanden erkennen wegen der Maskenpflicht. Also ich muss jetzt in den OP reden. Es muss ja alles passen, sonst macht das ja keinen Sinn. Dafür macht man das ja. Das passt und man weiß vorher nicht, was bei rauskommt. Das ist das Spannende. Passen tut es immer. Aber welche Geschichte man jetzt unter welchem Blickwinkel erzählt, das weiß man nicht. Und übrigens war es überhaupt kein schwieriger Transport, weil der Kranfahrer ist der beste Mann Europas. Ich habe nur vom Mitarbeiter, der extra gekommen ist, um die Türen auszumessen. Ich bin ja nicht gekommen und hatte Befürchtung, dass es nicht durchgeht. Aber der ist extra 1000 Kilometer gefahren mit dem Zollstock, um das mal zu messen. Weil eigentlich gedacht war, dass hier die großen Geister reinkommen. Mir fiel nur ein in letzter Minute, die waren schon mal in Berlin im Schloss Glienicke. Und dachte ich nach zweimal, das machen wir jetzt nicht. So oft mache ich ja keine Ausstellung in Berlin. Jedenfalls, als ich dann hörte, der Kranfahrer ist alleine, weil vom Budget gab es den zweiten Mann nicht dabei. Da habe ich ein bisschen Schreck gekriegt und alle 2 Stunden mal angerufen, ob es denn klappte, und es klappte. Und als das Schwere schon drin war, ich hatte das Privileg, hier zu kommen, wo gedeckter Tisch war, alles stand auf Decken, alles stand auf dem Sockel, alles Schwere war ausgerichtet, weil die hatten, glaube ich, 14 Tage Aufbau von Lüpertz in Magdeburg oder in Heidelberg, weiß ich nicht. Jeweils hatten die keine andere Zeit und mussten eben 10 Tage vorher kommen. Und das ist ein großes Privileg, wenn man nur zur Kosmetik kommt und die ganze Schlepperei und die Kisten waren schon raus und alles hing an der Wand. Und ja, nach einiger Zeit lernt man ja einen Grundriss zu lesen und man malt das rein und dann stimmt alles. Also ich kriegte abends um 5 immer Fotos und sah gut aus. Ja, wenn man den weiten Bogen spannen will, Thomas Schütte ist, wie Sie wissen, ein ganz anderer Künstler als Georg Kolbe. Wir befinden uns im ehemaligen Wohn- und Atelierhaus Georg Kolbes, das er sich also für seine eigenen Bedürfnisse hat bauen lassen, wirklich ein ideales Gebäude, um Skulptur herzustellen, aber eben auch um sie auszustellen. Und das ist etwas, was Kolbe vielleicht als modernen Menschen auszeichnet. Daneben ist es natürlich eine sehr moderne Architektursprache. Also das Haus ist von 1928, also wirklich auf dem Höhepunkt auch des neuen Bauens eine ganz radikale Architektur. Und Thomas Schütte hat, wie Sie wissen, in Neuss betreibt eine Skulpturenhalle, hat eine Skulpturenhalle nach seinem Entwurf bauen lassen. Und diese Verbindung ist für mich eigentlich auch eine wichtige Verbindung, eben dieses Architektur und Skulptur zusammenzudenken. Das war ein Lebensthema von Kolbe und es ist auch von
Thomas Schütte. Wir haben hier in der Ausstellung sowohl die figurative Plastik als auch eben seine Architekturmodelle im Untergeschoss. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie noch ein bisschen etwas über Ihre Skulpturenhalle erzählen und auch über den Neubau, der ja kurz vor der Eröffnung, kann man so sagen, kurz vor der Fertigstellung steht. Ja, es war relativ einfach. Auf dem Wunschzettel standen die Skulpturenhalle-Modelle. Da gibt es immerhin 7 Stück, die sind sehr interessant, weil die wirklich Arbeitsmodelle sind und dann teilweise auch Lösungen gefunden, auf die man vorher nicht kommt. Weil man kann alles berechnen an Statik und Raum und Höhen und Klima. Nur Licht kann man nicht unbedingt berechnen. Also was die an Animation haben, das ist immer noch nicht so weit, dass man da was mit anfangen kann. Also mussten wir große Modelle bauen und Scheinwerfer reinhängen und das dann drin messen. Es ist aber alles gut gegangen. Nur die passen hier nicht in den Keller. Also wie man einen Bau bauen kann, wo gerade mal ein Behindertenaufzug, also ein Rollstuhlfahrer reinpasst, das ist mir echt ein Rätsel. Deswegen sind die Modelle nicht da, die Skulpturenhalle-Modelle, sondern kleine Hütten, die man unter den Arm nehmen kann. Es ist so, dass ich ein Atelier eigentlich nie bauen würde. Da gibt ja genügend Hallen, die leer stehen und ich will sowieso kein eigenes Atelier haben. Das miete ich lieber und miete das Personal. Dann kann ich kommen, wann ich will. Ich beschäftige keine eigenen Handwerker, nur Büro, Verwaltung, Fahren, Archiv. Und der große Vorteil ist, ich kann sofort kommen und dann auch sofort wieder abhauen, wenn ich fertig bin und ich muss nicht aufräumen. Oft arbeitet man eine Stunde und räumt 2 Stunden auf und muss dann die Maschinen beschaffen und das Material und die Öfen und das mache ich alles nicht, sonst käme ich gar nicht über die Straße, da wäre das viel zu viel Arbeit. Und die Künstleridee, dass man nachts mit einer Flasche Wein dann noch ins Atelier geht um 11 und denkt, man könnte was besser machen, ist leider ein Mythos, das ist Quatsch. Es ist nicht so. Und alle denken, das ist wahnsinnig viel Mühe und wahnsinnig viel Arbeit, ist es aber nicht. Also das ist alles in 2, 3 Tagen getan. Nur die großen Sachen, die dauern ein bisschen. Und dafür gibt es auch Hilfe. Aber der Gedanke, dass ich eine Werkhalle bauen würde, mache ich nicht. Was ich allerdings wollte, und das ist essentiell bei der Skulpturenhalle, einmal eine Halle zum Zeigen. Und nicht nur mich, sondern auch pro Jahr 2 Figuren, die ich unterbewertet oder sehr interessant finde. Darunter ist allerdings das Lager. Alle dachten, als ich die Genehmigungspapiere zeigte, also einen Bauantrag stellte, dass das ein berühmtes Schaulager wäre. Das hat sich so im Sprachgebrauch durchgesetzt. Man kann aber nie reingehen, außer man ist Insider. Also eigentlich funktioniert das alles gar nicht. Und das Lager war vor einem halben Jahr komplett voll. Jetzt ist es 2 Sattelschlepper weniger, also jetzt kann ich mich wieder bewegen. Und der Neubau ist auch zur Hauptsache Lager, weil wenn man das Privileg hat, bauen zu können, also das bin ja nicht ich, das ist die Stiftung, die das betreibt und ich miete das dann zurück und kann dann ziemlich sicher lagern, weil man glaubt nicht, was bei den tollen Speditionen alles runterfällt, verloren geht oder wegkommt. Und dann ist besser, man hat das unter eigener Regie. Und nur so kann ich mit dem Kranfahrer durch die Keller gehen und sagen, dann Kleber dran machen, das und das. Und da hinten ist noch eine versteckt. Und das nimmt er mal mit und Papiere kommen heute Nachmittag um 5. Das kann man normalerweise gar nicht machen. Keiner kann das. Und das Lager ermöglicht mir, ja nicht gerade 20 Ausstellungen, aber zumindest 5 oder 6, alle paar Jahre mal. Weil man darf nicht vergessen, dass die anderen Museen auch limitiert sind, was die Finanzen betrifft.
Und Beierle war total froh, als sie sagten, ja, das kommen 3 Laster von einer Adresse und nicht von 30 Adressen. Weil selbst die Großen gehen irgendwann mal in die Knie bei den Versicherungswerten und bei den Transportkosten. Und das Lager ist so strukturiert, es sind diverse Produktionsstraßen, also Keramik, Modelle, kleine Modelle. Allein das Sockellager nimmt uns tierisch viel Platz weg, weil wir Sockel nicht stapeln können. Aber alles ist abholfertig in Kisten, Etiketten und Gewichte drauf und Maße drauf. Es ist immer mal ein Spaß, wenn Museumsleute kommen, die staunen dann immer, weil das ist der wunde Punkt bei Museen, obwohl Museen ja eigentlich Lager sind mit 5% werden eventuell gezeigt, der Rest ist im Lager. Und da wird das alles gestapelt seit 50 Jahren und obendrauf wird der Serra noch gelegt. Und es geht so viel kaputt und da laufen die Ratten rum, da regnet es rein. Es ist abenteuerlich, wie die öffentliche Hand genau da gespart hat. Und bei jedem Museum, was ich die letzten Jahre hatte, außer Zumthor in Bregenz und Beierle, das sind aber quasi Schweizer, ist die Zufahrt. Die fragen nicht einen Spediteur, wie kommen wir da überhaupt rein? Wie kriegen wir die 20 Tonnen da überhaupt um die Ecke? Es gibt keine gerade Zufahrt. Es gibt auch der Aufzug im K20, der ist so strukturiert, die wollten einen ganz schicken Hydraulikaufzug haben auf einem Stempel. Alle 3 Wochen stellt einer eine Palette Stein auf die Ecke, liegt der platt für 3 Wochen, lohnt sich nichts mehr. Die kümmern sich nicht darum, wie weit ein Laster rückwärts rangieren kann, wie groß die Sachen sind. Es ist so kompliziert, dass ich mittlerweile da ganz raus bin. Ich komme erst, wenn es im Raum steht. Und dann gibt es auch sehr gute Leute. Ich will nicht meckern, aber es ist leider relativ schlecht geplant. Ne? Allein die technischen Verhältnisse. Und man kann ja kleine Räume auch so gestalten, dass man sich da drin bewegen kann. Aber ich habe bei diesem Besuch noch kein Großmuseum hier besucht, die so eine Anmutung wie Flughäfen haben. Deswegen bin ich ganz froh. Hier habe ich nach 3 Minuten zugesagt und gesagt, das mache ich, überhaupt kein Problem. Auch nicht lange gezaudert. Die Frauenauswahl war ein bisschen schwierig, weil ich habe da 11 Stück von noch übrig. Dann habe ich die genommen, die am besten verpackt waren, weil es beim Transport gerade regnete. Und deswegen ist es dazu gekommen, da ist kein toller Gedanke dahinter. Aber ich bin ganz froh, wie sich das gefügt hat. Man ahnt es vorher, man weiß es aber nicht so genau. Ja, Thomas Schütte ist ein wunderbarer Museumsdirektor und Sie merken, dass diese Gedanken der praktischen Museumsarbeit und unserer Tätigkeit und auch der Herausforderungen eben dieses Hauses, wir haben hier viel im historischen Sinne darüber nachgedacht, also wo hatte Kolbe eigentlich seine Anlieferung, weil man muss sagen, zu Kolbes Zeiten war dieses Haus schlauer gebaut. Sie wissen, dass hier direkt anschließend ans Gebäude, wo sich heute der Neubau anschließt, ein Tonatelier war. Also es ist wirklich ganz klar nach den Arbeitsschritten des Bildhauers auch eben ein strukturiertes Gebäude und eben auch eine große Anlieferungstür. Die ist dann in den 90er Jahren abhanden gekommen und es verursacht manches Problem und diese Themen wie Sockeldepots und so, das sind natürlich klassische Bildhauerthemen und da würde ich auch gerne meine nächste Frage anschließen, weil wir hier ja in einem Umraum sind, eben klassischer Bildhauerei. Und als Sie anfingen, Skulptur zu machen, als Sie 1981 Westkunst, Caspar Koenig, viele große Ausstellungen folgten, war das ja immer sozusagen, es gab eigentlich keine figürliche Skulptur, aber es gab immer Thomas Schütte. Und es war immer eine große Ausnahmefigur und auch gerade zu einer Zeit, als eigentlich die figurative Skulptur nicht nur nicht präsent war, sondern wirklich auch obsolet als Gattung, als Form galt. Wie haben Sie das empfunden? Und ich habe
den Eindruck, auch wenn andere Kolleginnen und Kollegen über Sie schreiben, dass oft sozusagen der Diskurs immer sehr hoch gehalten wird, dass aber sozusagen das tatsächlich Bildhauerische Ihrer Arbeit auch erst seit jüngerer Zeit gesehen wird. Sehen Sie sich denn als Bildhauer im klassischen Sinne? Ja, Skulptur, also mich interessieren eigentlich nur Räume. Die Skulptur sind die Protagonisten, die stehen dann halt so, haben ein Leben hoffentlich und haben ihre eigene Ausstrahlung. Nee, mich interessieren hauptsächlich Räume, also Druckgrafik, mich interessiert das Bild, wenn ich es mache, aber wenn es dann fertig ist, ist das nicht Deko, aber zumindest soll einen Raum gestalten. Und es übrigens wird immer vergessen, dass Baselitz und Lüpertz und Penck ja auch Skulpturen gemacht haben und das war ehrlich gesagt unser Feindbild. Aber ich kann mich noch erinnern, auf der Biennale Venedig diesen Holzstamm gesehen zu haben, wo eine Figur rausging, die den rechten Arm hob vom Basel. Ich habe das nie verstanden, was er damit meinen wollte. Aber ich war so grottenschlecht, dass ich dachte, einer muss es ja machen, jetzt ein bisschen anders. Und das sonst kein anderer machte, war das natürlich freies Feld. Man darf auch nicht vergessen, Stefan Balkenhol als Rückgrim-Schüler war schon richtig interessant. Also das war schon, aber die Tendenz war das Basteln. Dann findet man einen Stuhl und macht dann eine Mütze drauf und man bastelt dann wie die Zwölfjährigen so vor sich hin. Das war schon der Punkt, dass man im Raum was machen wollte und was erzählen wollte und eine Geschichte wieder einbringen wollte. Was dann so im Einzelnen jetzt so rausgekommen ist, ich bin da nicht so nostalgisch. Außer die Angst vor Bronze, die hatte ich irgendwie nie. Die Problematik, dass es nicht gemacht wird, sind unter anderem auch die Kosten. Also wenn man gießt, muss man auch verkaufen. Ich habe ja von Ihnen gehört, dass die Tänzerin im Barcelona-Pavillon ein Gipsguss war, einfach schwarz angemalt. Das war überhaupt keine Bronze. Und am Rückweg ist sie kaputt gegangen, gibt es nicht mehr. So einfach ist das. Ja, es gibt dazu schöne Unfallprotokolle, wo dann steht, war ja nur ein Gips, war nicht wertvoll. Aber natürlich ist ein Gips ja oft das Original, also zumal in der klassischen Bildhauerei. Insofern war es natürlich schon katastrophal damals, 1928 ist schon ein bisschen her, dass diese berühmte Skulptur auf dem Rückweg kaputt ging. Ich würde gerne auf die Materialität noch näher zu sprechen kommen, weil Sie haben es gesehen, wenn Sie reinkommen, Sie werden begrüßt von den alten Freunden, Old Friends Revisited in Keramik, hier im Raum die großen Krieger in Holz, neben mir eine schöne liegende in lackiertem Aluminium, auf den Podesten Murano-Glas, oben die Reihe der Köpfe in Bronze. Es ist also schönstes bildhauerisches Material und dazu eben die druckgrafischen Serien in auch exquisiter Ausführung. Und diese Materialien, man hat das Gefühl, auch wenn man hier durch die Ausstellung geht, Sie setzen immer wieder neu an. Wie kommt dieser Reiz an den Materialien? Und dann gibt es eben diese anderen Materialien, also das ganz, ganz teure und wunderschöne Murano-Glas und dazu eben Fimo, aus dem die United Enemies entstanden sind, schon in den 90er Jahren und jetzt eben wieder auch in einer ganz neuen Serie. Was ist es mit dem Material für Sie? Ich muss mich ja auch ein bisschen unterhalten. Wenn ich modelliert habe, bin ich ja fertig. Und mit dem Negativ habe ich nichts zu tun, mit dem Guss habe ich nichts zu tun, mit dem Brennen habe ich nichts zu tun. Man muss sich ja irgendwo mal was unterhalten. Dass diese dritte Schwester allerdings so aussieht, das wusste ich nicht, weil die war noch nie aus der Kiste geholt. Das ist wohl Stahlguss und hat leichte Flugrostflecken. Man kann die ganz schnell rostig machen, aber das Material ist das Material und ich bin ja nicht bei Ikea und mache 20 Mal dasselbe. Also ein bisschen Entertainment muss da schon dabei sein. Bei den Keramiken ist es allerdings eine neue Variante seit letztem Jahr, dass ich relativ schnell modelliere, dann trocknet das ewig, also 4, 5, 6 Wochen trocknet das, dann wird das eingesprayt
mit Glasur, die ich allerdings eine Probe habe oder auch schon kenne. Und irgendwie durch Zufall sage ich, komm, mach mal 2 übereinander. Und dann, der Keramiker kennt ungefähr 800 Glasuren mit Nummern und weiß auch, was da drin ist und was das für eine chemische Reaktion bei 1000 Grad erzeugt. Und hat dann immer eine glänzende auf eine matte. 2 komplett verschiedene Farben, die man aber im Pulver nicht sieht und aufgetragen auch nicht. Und dann im Ofen tun sich dann in der Woche, wo das im Ofen steht, oder 4 Tage, entwickeln sich da chemische Unglücke. Und in dem Fall ist es 100-mal gut gegangen und nicht einmal schlecht. Und das gibt es wohl in der Klassik, das heißt Schlangenhaut, Glasur, wenn die sich vom chemischen Aufbau nicht vertragen. Also nicht ineinander laufen, man denkt grün und rot aufeinander, da kommt braun raus, ist aber nicht so. Deswegen, die brennen jede Woche und jede Woche ist es dann wie Weihnachten, die machen die Tür auf und sagen, oh, gut gegangen. Und also so ein bisschen muss man sich auch bei Laune halten, sonst, man kann es auch beschränkt, man kann es so einigermaßen kontrollieren, das wird alles mitgeschrieben, welche Nummer zuerst und wie dick und wie viel Liter und auf welche Nummer. Aber wenn man, wir hatten jetzt mal einen Schaden, einen Frostschaden von so Kleinköpfen und da wollten wir das nachmachen und das haben wir nicht so richtig hingekriegt. Also zu dem Material gehört auch immer das Glück, dass man die richtigen Leute hat, die es nicht versauen oder quälen. Oder ich habe keine Probleme mit Material und auch vor allen Dingen nicht mit Unterschieden, weil das ist ja das Medium. Also man kann jedenfalls sehr viel mehr machen, als man im Lehrbuch kennt. Und es gibt, glaube ich, nicht ein einziges Buch über Patinas von Bronze. Das hat der Werkstattleiter, hat das so einen geheimen Ringordner. Und die Materialien aus der Giftküche, an die schweren Sachen kommt er gar nicht mehr ran. Er hatte das Problem gehabt, wir hatten eine Restauration. Sagte der, ja, es war Gold, also Bronze poliert und dann lackiert und dann kamen die Schweißnähte durch und er sagte, Scheiße, wir kriegen keinen Abbeizer mehr, ist verboten. Wie holt man die Farbe runter? Und dann hat der auf Seitenwegen sich einen Eimer Abbeizer beschafft, unter der Hand, um das abzubeizen, neu zu polieren, die Schweißnähte wieder zu retuschieren und dann wieder zu lackieren. Also es gibt ein altes Wissen, aber nicht unbedingt so, dass das Fachleute weitertragen. Die verraten das nicht gerne. Also ich wusste nicht, wie man Wachs poliert, um die Oberfläche ganz glatt zu kriegen. Und jeder Gießer, jeder Wachsmensch weiß das. Dann nimmt man ein Löffelchen Petroleum und ein Tempotuch und macht das glatt. Und dann ist es glatt. Um sich ganz viel Arbeit hinterher in der Nachbearbeitung zu sparen. Und ich wusste das nicht, dass das so ist, obwohl ich schon 25 Jahre da arbeite. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal eine Kunsthistorikerin Frage stellen, die mich hier im Haus besonders beschäftigt hat. Unser Haus hat ja unter anderem deshalb eine hohe Mauer, weil Kolbe hier viel mit nackten Modellen gearbeitet hat und weil es natürlich in gewisser Weise ein intimes Arbeiten und sollte natürlich auch nach außen vor den Blicken der Nachbarn geschützt passieren. Sie sagen, Sie haben nie mit Modellen gearbeitet und für Sie ist auch ein echtes Porträt in dem Sinne, kommt auch gar nicht in Frage. Wenn ich mir Ihre Gesichter anschaue, und es sind ja ganz viele Gesichter auch in der Ausstellung, dann sind da schon Typen dabei. Es sind aber eben nicht Typenporträts, das ist nicht seriell, das sind auch keine, also sozusagen, da sind Rückgriffe auf kunsthistorische Zitate, auch auf Bilder, die uns alle umgeben. Und trotzdem gibt es immer wieder so auch Erinnerungsmomente und Dinge oder einzelne Mundpartien, Nasen, Haare, die sich doch gleichen. Was sind es für Menschen? Sind es Menschen, die es gibt in ihrem Kopf oder sind es tatsächlich reine Phantasmen, die sich immer wieder auch neu zusammensetzen?
Also die hässlichen alten Männer sind total einfach. Das ist wie beim Friseur, dauert 20 Minuten, dann ist das erledigt. Kriegen aber auch fast immer dieselben Augen und werden ziemlich hart verprügelt, weil der Ton ja hohl ist. Jeder Bildhauer hat massiven Ton. Bei mir ist der hohl. Also ich brauche dann nur gegenschlagen, dann ist das jemand anders. Bei den Frauen die Ausgeruhtheit oder die gerade Symmetrie ist relativ schwierig. Und der Kopf, der ist jetzt besonders hier, der ist schon ziemlich alt, der ist von der Frau Nummer 17, also von der vorletzten, abgesägt und dann gerade gestellt und dann umgeformt, dann wieder umgeformt und wieder umgeformt. Und teilweise in Gips, teilweise in Ton, immer wieder denselben Ursprung weiterverwendet. Also gerade gestellt ist er bei Walsers Wife, dann kriegt er die Frisur geändert, das war die meiste Arbeit. Und bis heute generiert sich aus dieser 10 Jahre oder 12 Jahre alten Kopf, generieren sich andere Köpfe, die eine Ähnlichkeit haben. Deswegen hatte die letzte, die ist dann ein bisschen vertropft oder verweint, eine Verwandtschaft. Und insofern ist das so ein bisschen wie eine Familie. Und also ich habe es mal versucht, ein Porträt von Munoz zu machen, von Munoz, der vor 20 Jahren gestorben ist. Hatte aber nur 3, 4 Fotos und ich habe es noch nicht mal irgendwo gezeichnet oder montiert gekriegt. Also eine Skulptur habe ich noch nie von einem lebenden Kopf gemacht, obwohl, wenn es jetzt ein schöner Kopf ist, dann gucke ich bei den Mitarbeitern schon, stelle ich mal hin, das Ohr geht so. Irgendwann weiß man ja, wie es geht, aber man guckt da schon mal drauf und versucht, so ein Ohr zu modellieren. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also ich habe es nie probiert und ich sehe auch nicht so unbedingt viel Sinn, weil meine Zulieferer, die Scanner und Fräser, das sind so sozialdemokratische Künstler, wo die Fabrikantenvilla mit 3 kleinen Fotos kommt und der baut die im Computer zusammen, macht ein 3D-Modell, zieht das durch einen 3D-Drucker, malt Bronze an und sagt, hier 100 € kannst du haben. Und das ist natürlich leider Kitsch. Also, man muss schon interpretieren. Aber das Zeichnen habe ich ehrlich gesagt probiert. Ich habe relativ viele Porträts gemacht. Einmal Freihand vor vielen Jahren. Die sind alle noch gut. Und die letzten Jahre auch, allerdings mit Zeichenhilfen. Das heißt Camera Lucida, das ist so ein Prisma, wo man leider nicht vergrößern kann, nur verkleinern. Aber es ist sehr eigenartig, weil man nicht ins Gesicht guckt. Dann gibt es eine eigenartige Spannung zwischen Modell und Zeichner. Man guckt nach unten auf so ein Prisma und hat ein virtuelles Bild, aber das richtig funktioniert hat es auch nicht. Und mit den Arkzeichnen, das habe ich sehr schüchtern probiert die letzten Jahre und es war immer so verklemmt und so frustrierend. Das macht man ja auch nicht, um es an die Wand zu hängen. Das ist ja frivol, da kann man eine Zeitung abpinseln. Das macht man, um gucken zu lernen und die Hände zu konstruieren. Bloß jetzt habe ich Jahre nicht gezeichnet und da ist man wie in der Musik leider total aus dem Training. Also man muss es jeden Tag eine Stunde machen und wenn sich das ergibt, würde ich es gerne machen. Aber bis jetzt, es ist ja auch nicht so unbedingt zwingend. Ne? Weil mit so ein bisschen Ton und ein bisschen Draht kann man ja Posen sehr gut andeuten und also braucht man nicht junge Mädchen quälen und da 2 Stunden Modell sitzen, was total anstrengend ist. Aber die ganze Umgebung habe ich gezeichnet, habe das auch drunter geschrieben, wer das ist. Ne? Herr Schütte, ich danke Ihnen für das Gespräch. Schon vorbei, gut. Ja.